Herzlich willkommen zum Sofa Talk. Moment. Mist. Nanu? Was hast du denn da? Das ist Fanpost. Ich wusste gar nicht, dass du Fans hast. Ich wusste es auch nicht. Und die haben dir tatsächlich Briefe geschrieben? Nein, nicht wirklich. Das hier ist nur ein Piktogramm. Ach so, na ja, Briefpost ist ja auch vorsinnflutlich. Nicht unbedingt. Es kommt bei der Zustellung moderne Technik zum Einsatz. Oh, eine Autobahn für Briefe. Sehr unromantisch. Stell dir mal vor, da rasen Liebesbriefe durch. Die sollte man besser mit Brieftauben zustellen. Was schreiben die Leute denn so? Zum Beispiel Peter schreibt, cool, very cool. Er meint bestimmt den Schnee. Der war doch nass und kalt. Ich habe eigentlich nichts gegen Schnee. Er müsste nur 25 Grad wärmer sein. Warum nicht? Dann hätten wir auch im Sommer Schnee. Ach so, der Schnee würde gar nicht mehr wegtauen. Die Erde wäre größtenteils mit Schnee bedeckt und würde das meiste Sonnenlicht reflektieren. Der Planet würde immer kälter werden. Also lieber doch keinen Schnee. Wir haben noch mehr Post. Annika, die sich mit Marketing und Medien gut auskennt, schreibt, 20 Minuten Film wären für YouTube zu lang. Und Markus ist der gleichen Meinung. Er hat sogar eine Erklärung. Wir leben in einer unaufmerksamen Welt. Er hat bestimmt auch nach 5 Minuten abgeschaltet. Ich wüsste ja, wie man die Leute länger begeistern könnte. Viele finden sowas 2 mal 45 Minuten spannend. Stimmt, es passiert praktisch nichts, die Leute regen sich fürchterlich auf und bleiben trotzdem 90 Minuten vor dem Kasten sitzen. Und es reicht nochmal für 90 Minuten Gesprächsstoff am nächsten Tag im Büro. Wir bitten die Zuschauer, die sich nicht dafür interessieren, jetzt 90 Minuten vorzuspulen. Wir können das auch abkürzen. Schließlich haben wir noch mehr Fanpost. Sonja hat sich über unsere Kunstreise durch Europa gefreut. Siehst du, wir sollten uns noch mehr mit Kunst beschäftigen. Ich suche gleich mal was raus.
Genauer gesagt war Kunst eingeklammert. Ihr hat vor allen Dingen unsere Reise gefallen. Es geht also um die Fortbewegung. Dafür müssen wir uns noch mehr mit Technik befassen. Zum Beispiel das hier. Bob Dylan. Ich dachte, wir hören jetzt Musik von Bob Dylan. Es gibt auch eine unbekanntere Seite von ihm. Er befasst sich ebenso mit Zeichnung und Malerei. Viele seiner Arbeiten sind nachträglich kolorierte Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Seine weltweit erste Ausstellung war in Deutschland 2007 in den Kunstsammlungen Chemnitz. Und im letzten Jahr gab es eine Ausstellung seiner Arbeiten in der Galerie Bilderfuchs in Fulda, anlässlich seines 80. Geburtstags. Hier sehen wir Bilder dieser Ausstellung. On the Road. Ah, das passt ja zu unseren Road-Movies. Von einigen Zeichnungen hat er mehrere unterschiedlich kolorierte Versionen geschaffen. Zum Beispiel hier die Train Tracks. Ich glaube, wir können gleich nochmal auf die Eisenbahnschienen zurückkommen. Das Thema Kunst sollten wir jedenfalls nicht überstrapazieren. Schau mal hier. Günther, ein technisch interessierter Mensch, freut sich auf das Technikmuseum in Amsterdam, das Nemo. Stimmt, das ist das Science Center Nemo. Es wurde vom italienischen Architekten Renzo Piano gestaltet. Interessant ist, dass es auf der Zufahrt eines Straßentunnels gebaut ist, der diesen Fluss unterquert. Und auf dem Dach kann man Picknick machen. Hast du noch mehr Fanpost bekommen? Ja, Erik fragt, ob wir Filmtricks einsetzen. Filmtricks? Nein, genau. Hier ist alles echt und ungeschnitten. Filmtricks, das wäre zum Beispiel, wenn wir gezeichnet wären. Ja, so wie in einem Zeichentrickfilm. Aber wir sind ja nicht gezeichnet. Dachte ich jedenfalls. Keine Spur von Filmtricks. Wir sind höchstens ein bisschen blass. Nach 2 Jahren zu Hause sitzen. Was schreiben die Leute sonst so? Robin hofft, dass die beiden im Karton nichts mit dem Deckel auf den Deckel bekommen haben. Die Kartoninsassen vom letzten Mal? Wir können ja mal nachschauen. Zufällig habe ich heute wieder etwas mitgebracht. Vorsicht mit dem Karton! Keine Angst, diesmal ist es ein ganz anderer Karton. Und was ist es diesmal für ein Karton? Der ist vom Kartonfritze in Berlin. Ich meinte, was da drin ist. Ach so, das weiß ich auch nicht. Wir schauen mal rein. Ah, Sie sehen noch ganz munter aus. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast du nichts anderes auf Lager? Doch, das Lager ist voll davon. Aber die sehen alle gleich aus. Man weiß nie, was drin ist. Lassen wir uns überraschen, was Sie diesmal für ein Problem haben. Hast du auch manchmal das Gefühl, ganz klein zu sein? Nein, eigentlich nicht. Vielleicht abends nach einem anstrengenden Tag. Da ist man 1 oder 2 Zentimeter kürzer, weil die Bandscheiben zusammengedrückt werden. Nein, das meine ich nicht. Ich meine richtig geschrumpft. Um Größenordnung. Geschrumpft?
Wie bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft? Wie klein waren die denn? Ungefähr so. Nein, so klein fühle ich mich dann doch nicht. Mehr so. Na siehst du, das ist doch eigentlich gar nicht so klein. Findest du nicht? Aber schau mal nach oben. Ich packe sie wieder weg. Du kannst es ja nachher zum Kartonfritzen zurückbringen. Übrigens, Tagaris schreibt, er traut sich jetzt nicht mehr selbst nach oben zu schauen. Ich glaube, diesmal gibt es keine höhere Ebene. Das Filmstudio ist nicht groß genug. Wir haben noch mehr Post. Emil hatte Angst, man sieht ihn irgendwo aus dem Zug. Ich glaube, er meinte diese Stelle in Bukarest. Stimmt, ich habe ihn erkannt. Vor dem Filmteam würde ich auch weglaufen. Und Simeon schreibt, unser Sofa würde ganz schön auf Geschwindigkeit kommen. Vielleicht können wir das noch toppen. Was gibt das denn jetzt? Das gibt gleich eine Beschleunigung von 4,3 G. Moment, das ist viel zu hektisch für unser Alter. Wir müssen auf eine langsamere Bahn umsteigen. Du wolltest doch den Karton zurückbringen. Übrigens, Mustafa mag das Roadmovie-Metapher sehr. Wunderbar. Dann sollten wir jetzt wieder auf Reisen gehen. Lass uns nach Berlin fahren. Das machen wir. Da gibt es übrigens auch ein Technikmuseum. Wir verlassen jetzt Berlin Hauptbahnhof. Es handelt sich um einen Turmbahnhof. Hier kreuzen sich zwei Eisenbahnstrecken auf übereinanderliegenden Ebenen. Früher war hier der Lehrter Bahnhof, ein Kopfbahnhof. 1871 eröffnet, 1951 stillgelegt. Dieser neue Bahnhof wurde vom Architekten Meinhard von Gerkan entworfen. Der Bau erfolgte in mehreren Abschnitten von 1995 bis 2006. Hier ist schon wieder ein Bahnhof. Das ist der Bahnhof Friedrichstraße. Das Gebäude entstand im Jahr 1878 nach den Plänen von Johannes Vollmer. Hier gab es übrigens von 1961 bis zum Fall der Mauer einen Verbindungsgang zwischen Ost- und West-Berlin, die sogenannte Agentenschleuse. Insider nannten das auch Ho-Chi-Minh-Pfad. Hier links das ist die Humboldt-Universität. Und was ist das für ein Teil dort? In dem zylindrischen Bau dort befindet sich das Pergamon-Panorama des Künstlers Yadigar Assisi und eine eindrucksvolle Videoinstallation. Das klingt interessant. Das gehört zum Pergamon-Museum mit der Antikensammlung und dem berühmten Pergamon-Altar. Der S-Bahnhof Hackescher Markt. Das Gebäude ist im Stil der italienischen Renaissance erbaut. Das mag sein. Dort steht DDR-Motorrad. Ja, das ist ein Museum mit Motorrädern der DDR. Das hier ist der Bahnhof Berlin-Alexanderplatz.
Hier gibt es im U-Bahnhof einen Waisentunnel und einen Klostertunnel. Durch diese beiden Tunnel flüchteten 1980 ein Stellwerksmeister mit seiner Ehefrau und der Familie seines Cousins aus der DDR in den Westen. Hier spielten sich ja krasse Geschichten ab. Und hier siehst du das Einkaufszentrum Alexa. Der Fluss dort, das ist die Spree. Und das ist der S-Bahnhof Janowitzbrücke. Eben habe ich einen hohen Turm gesehen. Ich glaube, den kenne ich. Genau, das ist der Fernsehturm am Alexanderplatz. Von dort werden elektromagnetische Wellen ausgestrahlt. Du kennst dich ganz schön gut aus in Berlin. Klar, mein Vater war doch Berliner. Es ist also auch eine Reise durch die Vergangenheit. Ja, das kann man sagen. Das hier ist das Heizkraftwerk Vattenfall. Hier wird Strom und Fernwärme erzeugt mit einem Wirkungsgrad von fast 90%. Vielleicht sollten wir doch zukünftig ein paar Filmtricks einsetzen, um unsere Dreharbeiten zu erleichtern. Wir müssten nicht immer das Sofa mitschleppen. Damit machen wir uns auch nicht sehr beliebt. Sofa in den Zug, Sofa ins Rundfahrtboot, Sofa auf die Achterbahn montieren. Hier ist übrigens das ICE-Werk Berlin-Rummelsburg. Es ist ein Betriebswerk zur Instandhaltung der ICE-Züge. Und es gibt sogar eine Waschanlage für ICEs. Das Sofa in den Zug schleppen ging ja noch. Wir haben ja unser Sofa Roadmovie tauglich gemacht. Aber sehr unangenehm fand ich den Sitzplatz im Bach. Wir haben da nasse Füße bekommen. Ich weiß einen Ort, an dem es bestimmt trocken ist. Stimmt, hier gibt es trockenen Wein. Oh, wir waren ja gar nicht beim Kartonfritzen. Du wolltest doch den Karton zurückbringen. Ja, das haben wir vergessen. Dann kommt er jetzt zurück ins Lager zu den anderen Kartons.